Hallo meine Lieben, ich möchte euch ein frohes, gesundes, fröhliches neues Jahr wünschen und ja, es ist ja schon ein bisschen her, darum möchte ich mich natürlich auch für eure Treue bedanken, auch wenn es hier auf dem Kanal immer etwas stiller war in der letzten Zeit. Das soll sich jetzt aber wieder ändern, so hoffe ich. Und ja, was ist ein guter Vorsatz, wenn man nicht damit anfängt? Und zwar an Neujahr. Und wir machen heute so ein Buch. Also das hier ist eine sogenannte belgische Bindung oder Secret Belgian Binding, Criss-Cross-Bindung. Die hat erfunden die Anne Goy. Und die besteht aus zwei Teilen, nämlich einmal hier aus diesem Cover oder Umschlag und anschließend werden dann die Signaturen eingenäht. Deshalb mache ich auch zwei Teile aus dem Video, weil das einfach sonst zu lange dauern würde. Ja, und wie das geht, das möchte ich euch zeigen und sozusagen als Neujährchen. Und wir fangen auch mal gleich an. Ich habe das schon mal so ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier zwei Cover bezogen und das Mittelteil. Jetzt werden wir uns hier die Lochung, die müssen wir uns jetzt reinbringen. Und dazu, ach so, Maße. Ich schreibe euch die natürlich wie immer in die Infobox. Ihr müsst es nicht mitschreiben. Ich habe mich jetzt hier für Signaturen entschieden. Die habe ich natürlich auch schon mal vorbereitet. Das sind aus DIN A4 Blättern habe ich die gemacht. Ein bisschen festeres Papier. 100, mit einer 100er Grammatur. Das ist so ein Aquarellpapier. Und zwar ist das ein Maß von 21 selbstverständlich mal 14,5. Also nicht die gesamte DIN A4 Breite. Also bekommt man aus einem DIN A4 Blatt sozusagen zwei Einlagen. Die Einlagen hier, beziehungsweise die Signaturen, haben immer 3 Blätter bei mir. Die werden dann in der Mitte gefalzt und das ergibt eine Signatur. Diese Maße sind etwas größer und zwar sind die 10,7 auf 14,7. Das in der Mitte hat ein Maß von 1,2 in der Breite und auch 14,7 in der Länge. So, wie gesagt, die Lochung. Dazu nehme ich mir jetzt das eine Cover. Also die werden immer erstmal nur von einer Seite bezogen. Und warum das so ist, das seht ihr gleich. Leg mir das hier bei 2 cm an und gucke, dass ich die Mitte treffe. Ich hatte ja gesagt 14,7. Also liegen wir sowas bei 7,4 auf jeder Seite. Hier die 2 cm. So tief sollen die Stiche reingehen. Und dann muss man halt überlegen, welche Lochung man haben möchte. Ich nehme jetzt hier mal, mache mir einen Punkt in die Mitte. 1,5, 3, 4,5 und 6. 1,5, 3, 4,5 und 6. Das mache ich natürlich auf der anderen Seite auch, also auch wieder bei 7,4 auf beiden Seiten. Das kann man so ein bisschen austarieren und dann auch wieder die 2 cm. Da mache ich mir meinen Strich und dann wieder 0, 1,5, 3, 4,5 und 6. Auf der anderen Seite ebenfalls 1,5, 3, 4,5 und 6. Am besten nehmt ihr euch dann hier so eine Unterlage, damit er nicht immer in den Tisch stecht, und eine Ahle. Und wir werden jetzt erstmal von der Seite, wo wir die Markierungen gemacht haben, vorstechen. Also bei der 0.
Nicht ganz durchstechen, nur dass auf der anderen Seite eine leichte Markierung ist. Denn das gibt dann hier so Hubbel und das verhindern wir jetzt, indem wir von der anderen Seite nochmal durchstechen. Auch nicht wieder bis zum Anschlag. Ihr könnt dafür auch einen anderen Piekser nehmen, wenn ihr einen habt. Natürlich könnt ihr auch eine Ahle nehmen, vorsichtig sein, das Ding ist spitz. Und dann kann man dann drückt man hier diese Wulst im Prinzip wieder auf die andere Seite. Natürlich muss das so groß sein, dass da eine Nadel durchpasst. So, das machen wir jetzt natürlich auf der anderen Seite auch. Ihr könnt allerdings auch eure beiden übereinander legen. Ihr habt ja jetzt hier die Markierung. Na, schön darauf achten, dass das gut übereinander liegt. Bisschen festhalten und dann einmal hier durchgehen. Auch nicht bis zum Anschlag. Auch wieder nur so, dass ihr einmal auf der anderen Seite durchkommt. Zwischendurch immer darauf achten, dass sich das nicht verschiebt. Ich glaube, wir waren hier. Das tut es nämlich dann gerne mal. Sich verschieben. Immer noch ein bisschen ausrichten. Das stellt dann sicher, dass die Löcher halt auf beiden Seiten gleich sind. Oh oh, jetzt habe ich mich hier voll geblutet. Das müssen wir nachher mal. Ich habe ja gesagt, das Ding ist spitz. Das müssen wir nachher ein bisschen überdecken, aber das lasse ich jetzt mal so. Es geht ja jetzt nicht um die Schönheit, sondern um die Technik. Auch hier wieder von der anderen Seite. So, dass die Wülste verschwinden. Und wie gesagt, schön vorsichtig, weil ihr habt es ja jetzt gesehen, so ein Piekser oder so eine Ahle, die sind ganz nett spitz. So, schnell weg damit, damit nicht noch was passiert. Dann legen wir uns das hin, das Teil in die Mitte. Dazu könnt ihr dann am besten auch mal euer Geodreieck nehmen, dass das hier so ein bisschen schön anliegt. Dann nehmt ihr euch am besten Malerkrepp. Ihr könnt natürlich auch Washi-Tape nehmen, aber das ist natürlich nicht so fest. Deshalb nehme ich da ganz gerne Malerkrepp und klebe mir das jetzt hier so da drüber. Auf der Unterseite auch. So dass die Löcher frei sind natürlich. Und schiebe mir das dann hier einmal an die Tischkante und schlage das um auf beiden Seiten, so dass es dann so aussieht. Dann nehme ich mir eine Nähnadel zur Hand. Die kann ruhig in dem Fall jetzt noch gerade sein. Um die Signaturen einzunähen, brauchen wir nachher hier so eine gebogene Nadel. Das ist so eine Polsternadel, Buchbindernadel, wie man die auch nennen möchte. So, dann müssen wir mal nach einem geeigneten Band suchen.
Ich nehme jetzt mal dieses, weil ich glaube, dann kann man es am besten sehen. Ihr müsst gar nicht so ein langes Stück nehmen. Das ist nicht so schlimm, wenn der Faden unterwegs nicht reicht. Das ist auch ein Vorteil an dieser Bindung. Man muss das nicht mit einem Faden komplett nähen. Also man kann da durchaus den Faden absetzen. Man kann das auch andersfarbig nähen, dass man jeden Stich hier oder jeden zweiten in einer anderen Farbe gestaltet, ganz wie man das möchte. Man kann auch die Löcher unterschiedlich weit in den Buchdeckel reinsetzen. Da ist alles möglich. Aber wir machen das jetzt mal so, damit ihr das Prinzip seht. Also wir fangen hier oben links an und stechen von innen nach außen. Ziehen den Faden durch, relativ weit, und nehmen uns ein anderes Stück Malerkrepp oder Washi Tape und legen den Faden jetzt hier erstmal fest. So, also wir sind von innen nach außen gekommen und stechen jetzt hier zwischen diesen, also zwischen dem Rücken und dem Cover, stechen wir jetzt hier wieder zurück sozusagen in das Buch. Ziehen den Faden durch. Stechen jetzt hier um den Rücken herum wieder nach außen. Und gehen jetzt in das Loch von außen nach innen. Und im Prinzip wieder zurück. Also, wenn wir von innen kommen, wieder an dem Rücken nach außen stechen, um den Rücken nach innen. So, und hier werden wir das jetzt einmal verknoten. Dafür habt ihr das dann stehen lassen. Achtet darauf, dass ihr den Knoten so gut wie es geht in das Loch, in das Nähloch legt. Schön stramm ziehen, Doppelknoten machen. So, und dann stechen wir, weil jetzt haben wir ja erstmal nur eine Naht, aber wir möchten ja hier so eine Doppelnaht haben. Also stechen wir wieder durch dieses Loch von innen nach außen. Der Faden kann jetzt nicht abhauen, weil den haben wir ja jetzt verknotet. Den kann man dann auch, damit er nicht stört, nochmal hier mit dem Krepp an der Seite festmachen. Und dann gucken wir, dass wir den Faden, der auf dem Rücken liegt, sozusagen einschließen. Also, dass das hier auf der Seite so ein kleines Dreieck gibt, was dann hier den Faden auf dem Rücken einschließt. So, dann kommen wir hier auf der Seite wieder raus. Und gehen wieder durch das Loch zurück ins Cover. Und damit ist der erste Stich sozusagen fertig. Dann kann man das, wenn man diese ganze Prozedur gemacht hat, auf der Innenseite gerne einen Knoten machen für die Haltbarkeit. Auch darauf achten, dass der sich so ein bisschen in das gestochene Loch zieht. So, dann gehen wir eine Etage nach unten. Kommen wieder von innen nach außen. Und wieder zwischen dem Cover und dem Rücken in das Buch hinein, beziehungsweise in den Umschlag, um den Rücken drumherum, nach außen und wieder von außen nach innen.
und wieder zurück, damit dann hier auf dem Rücken das Fädchen liegt. Und auch hier gehen wir wieder durch dasselbe Loch von innen nach außen, um das Dreieck zu erzielen. Also im Prinzip wird es doppelt genäht. Zweimal hin und zurück. Damit wir dann hier auch wieder dieses Dreieck kriegen. Das kann man sich dann immer so ein bisschen hinziehen noch. Und wieder von innen nach außen. Und wieder durch dasselbe Loch nach innen. So, hier machen wir jetzt auch wieder ein Knötchen. Immer da, wo wir dann eine Stufe nach unten gehen, machen wir einen Knoten. Auch hier wieder darauf achten, dass wir den wieder schön in das Loch legen. Und jetzt gehen wir wieder eins nach unten. Und so wird das gesamte Cover genäht. Und damit man dann die Nahtlinien nicht sieht, wird das Cover dann von innen verkleidet. Dazu würde ich euch empfehlen, dass ihr kein Buchlein nehmt, weil das doch ein bisschen zu dünn ist. Also wenn ihr das nicht sehen möchtet, da würde ich euch empfehlen, ein dickeres Designpapier zu nehmen. Das mache ich jetzt gleich auch. Ich habe mir schon was Schönes ausgeguckt. Wieder um den Buchrücken drumherum und wieder von innen nach außen, damit es das V ergibt. Also im Prinzip, wenn man es einmal verstanden hat, ist es super easy und eine echt schöne Geschichte, weil nämlich, wenn man das Buch aufschlägt, kann man sowohl auf der Seite als auch auf der Seite schön schreiben und hat nicht diese Wulst. Das ist auch noch ein Vorteil dieser Bindung. So, jetzt gehen wir wieder eine Etage nach unten und machen hier ein Knötchen rein. Und das ist dann halt auch die Stelle, wo man gegebenenfalls, wenn der Faden zu kurz ist, mit einem neuen Faden ansetzen kann. Also wenn jetzt hier mein Faden zu kurz wäre, dann könnte ich jetzt hier mir einen Knoten machen und dann würde ich hier mit dem nächsten Faden anfangen. So gehen wir einfach nur eine Etage nach unten. Und dasselbe Prozedere. Also wir stechen von innen nach außen, dann kommen wir hier zwischen Rücken und Cover wieder raus, einmal um den Buchrücken drumherum und wieder von außen nach innen, wieder um den Buchrücken drumherum, von außen um den Buchrücken und wieder von innen nach außen. Und das Ganze jetzt nochmal, damit wir das V bekommen. Und dadurch, dass wir dann halt auf der Innenseite eine Doppelnaht liegen haben, halten dann auch die Signaturen besser. So, jetzt gehen wir wieder eine Etage nach unten, machen wieder ein Knötchen. Das muss nicht sein, aber ich habe für mich festgestellt, dass mir das ein sichereres Gefühl gibt. Wieder von innen nach außen. Zwischen Cover und Rücken rein. Um das Cover rum, raus. Von außen nach innen. Und wieder zurück.
Und wieder von innen nach außen für das V, sozusagen zweite Rutsche. Und immer das V so legen, dass der mittlere schön von dem V umschlossen wird. Das ergibt sich aber aus der Nähweise. So, und bevor wir jetzt wieder eine Etage tiefer gehen, wieder ein Knötchen. Und wem das jetzt zu lange dauert, wer das schon verstanden hat, wer das schon kennt, der kann jetzt einfach vorspulen. Aber ich nähe das hier mit euch fertig. Dann seht ihr auch mal, wie lange das dauert in Echtzeit. Das finde ich nämlich auch immer ganz wichtig, damit man immer mal eine Vorstellung hat, wie lange man für sowas braucht. Und das ist hier eine sehr schöne Art. Hier muss ich nochmal zurück. Hier bin ich von der falschen Seite reingegangen. So. Damit dann auch das V sich schön ausformt. Wieder von innen nach außen. Ja, der Faden wird jetzt doch ein bisschen knapp. Es kann sein, dass ich euch das gleich doch nochmal zeige. Aber hier machen wir jetzt erstmal wieder ein Knötchen. Dann kann man das hier noch so ein bisschen hinzuzeln. Weil das war ja eben so ein bisschen schief. Und hier auch wieder ein Knötchen, wenn wir in die nächste untere Etage gehen. Ich zeige euch das jetzt mal. Den kann man jetzt hier ein bisschen abschneiden. Wie das ist, wenn man da jetzt einen neuen Faden anfängt. Also es ist überhaupt kein Ding, kein Hexenwerk. Den neuen Faden einfädeln. Achtet nur darauf, dass das dann immer hier mit so einem Knötchen endet. Gucken wir mal, dass wir die hier beide so ein bisschen zusammenführen, damit die uns nicht im Weg rumhängen. Und dann fangen wir wieder an, wie hier oben im Prinzip. Also wir fangen wieder von links an und stechen in das Buch. Es kann auch von der anderen Seite sein, aber es ist jetzt halt so ausgekommen. Dann machen wir das hier wieder fest. So, damit er uns nicht im Wege rumflattert. Dann wieder von außen zwischen Deckel und Cover nach innen. Um den Buchrücken herum, nach außen und wieder von außen nach innen. Und zurück. Jetzt kann man das hier verknoten von innen, den Faden. Auch hier wieder darauf achten, dass der sich so gut wie es geht in das Loch, in das Nähloch sozusagen einfügt. Das ist jetzt hier mit dem Garn, was ich hier nehme, das ist so ein Ito-Garn. Ist das ganz gut. Aber es kann ja auch mal sein, dass ihr ein dickeres Garn habt. Also ich nehme jetzt hier kein Buchbinderzwirn. Da habe ich nicht so viele Farben und mir gefällt das hier ganz gut. Allerdings kann es sich immer so mal so ein bisschen verdrehen. Also wir stechen dann wieder durch dasselbe Loch nach draußen und formen hier wieder das V. Um den Rückfaden, um den Buchrückenfaden. Was ich euch jetzt zeige, ist die
wie soll man sagen, ja, die Art der belgischen Bindung, die am häufigsten benutzt wird, die auch am einfachsten ist. Es gibt noch andere Methoden, die Anne Goy hat da ein Buch drüber geschrieben. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal gucken. Das kriegt man auch bei Amazon und die hat da auch noch andere Methoden beschrieben, wie man diese Bindung herstellen kann. Aber so am praktikabelsten ist diese hier, möchte ich sagen. Wenn mal Zeit ist und Interesse, dann kann ich euch die anderen auch zeigen. Aber ich glaube, wenn man mit dieser arbeitet, ist man relativ gut bedient, weil es ist auch, ja, es ist einfach, es geht schnell. Habt ihr denn eure Feiertage gut verbracht? Wir waren gestern damit beschäftigt, also am Silvesterabend, unsere Katzen zu beruhigen. Ja, naja, das ist halt leider einmal im Jahr so. Die haben dann natürlich Angst. Und ja, es wird auch nicht besser. Man sollte ja meinen, die gewöhnen sich dran, aber irgendwie nicht. So, jetzt gehen wir wieder eine Etage nach unten und machen wieder ein Knötchen. Und dann haben wir jetzt hier die letzte. Und ich finde, das ging doch eigentlich ruckzuck. Also das kann man natürlich auch beliebig groß machen. Also so wie so ein DIN A4. Man kann es nur nicht beliebig dick machen. Das solltet ihr im Hinterkopf haben, weil sonst irgendwann kann dann, können dann diese Fäden nicht mehr die Signaturen halten. Aber so mit dieser Dicke, das sind meistens, sind das so zwischen 6 und 8 Signaturen, je nachdem, was ihr für eine Papierstärke habt. Da hat man schon mal ein schönes Büchlein, finde ich. So, jetzt wird das hier noch ein letztes Mal verknotet, auch wenn wir jetzt keine Etage mehr runtergehen, aber damit das hier nicht aufgeht. So, dann schneide ich mir das ab. Dann kann man hier die Fäden noch so ein bisschen hier unten drunter fummeln. Einmal so unten drunter durch. Dann kann man das noch ein bisschen kürzer abschneiden. So. Das machen wir mit den anderen auch. Upsa. Das ist ja, wenn es schnell gehen soll, ne? Jetzt ist es hier so fummelig. So, und damit dann halt nicht diese Naht, dieses Nähmuster, Nahtmuster, wie man sagen möchte, so durchscheint, würde ich euch hier ein etwas dickeres Papier empfehlen. Nicht unbedingt ein Buchlein. Ich habe das Buchlein jetzt genommen, damit man das besser sehen kann. Also eine einheitliche Farbe, beziehungsweise kein Muster. Weil ich finde, dann kommt auch die Bindung am schönsten raus.
Dann kann man jetzt hier das Krepp abnehmen. Und dann ist das Cover im Prinzip, muss es nur noch verkleidet werden und dann ist es fertig. Ihr seht, es ist elastisch und ist damit sozusagen fertig. Ich werde das jetzt verkleiden und noch ein bisschen pressen und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ich die Signaturen einnähe. Ich danke euch zumindest erstmal schon mal fürs Zuschauen und hoffe, wenn ihr im nächsten Video auch dabei seid. Ich würde mich freuen und ich sag mal bis gleich.